Heute zeige ich euch, wie man diese fluffige und würzige Focaccia mit der selbst hergestellten Hefe leicht selber macht. Viel Spaß bei dem Video! Hallo, hier ist Emma Magians. Focaccia ist ein ligurisches Fladenbrot aus Hefeteig, das vor dem Backen mit Olivenöl, Salz und eventuell Kräutern und weiteren Zutaten belegt wird. Die Ursprünge der Focaccia gehen ins Altertum zurück und ich zeige euch heute, wie man das mit der selbst hergestellten Hefe macht. Die genaue Rezeptbeschreibung findet ihr wie immer unter diesem Video und ich gebe in eine große Schüssel einmal das Mehl, den Zucker und das Salz hinein, sowie jetzt das Hefewasser. Alle Informationen hierzu, wenn ihr neu seid, findet ihr oben rechts unter dem i. Danach kommt noch das Olivenöl und auch nochmal ebenso das Wasser hinzu. Die meine Videos schon kennen, wissen, meistens mache ich wie jetzt auch die doppelte Menge. Dann könnt ihr nämlich das, was zu viel ist, einfrieren und ihr habt praktisch weniger Aufwand. Und bei 500 Gramm Mehl finde ich es immer praktischer, gleich eine ganze Portion dann zu backen. Das Ganze lasse ich jetzt mit meiner Küchenmaschine 10 Minuten lang gut verkneten. Wenn ihr wissen wollt, mit welchen Geräten und mit welchem Equipment ich arbeite, das findet ihr unter diesem Video verlinkt. Dem Teig habe ich dann bei Zimmertemperatur einen Tag Zeit gegeben, um aufzugehen. Und guck mal, wie fluffig der geworden ist. Ist wirklich richtig gut gelungen. Meine Focaccia-Teige gebe ich später in diese Auflaufform. Daher fette ich die nochmal gut mit Olivenöl ein. Ihr könnt alternativ auch ein Backblech nehmen und bestreicht dies mit Öl oder packt vielleicht auch ein Backpapier drauf und bestreicht das damit. Das könnt ihr ganz flexibel machen. Für mich reicht jetzt diese Auflaufform. Und kommen wir jetzt mal direkt zu dem Teig. Den habe ich jetzt bei mir einmal halbiert und der ist schon ziemlich kompakt geworden. Ich versuche ihn aber noch mal so ein bisschen zu falten, um auf die Außenhaut ein bisschen Spannung zu bekommen. Das ist so ähnlich wie bei meinem Dinkeltoast zum Beispiel. Das verlinke ich euch noch mal oben rechts. Das ist ziemlich einfach. Diesen Schritt könnt ihr aber auch überspringen. Das heißt, ihr nehmt einfach den Teig raus und packt den direkt auf eine Form und drückt ihn dann auseinander. Ich habe ja meinen Teig doppelt gehabt, daher habe ich hier 2 Stücke und ich befette meine Hände ein bisschen, dann ist es noch ein bisschen einfacher und dann streiche ich die schon mal ein bisschen auseinander, so gut es geht. Der ist noch ein bisschen auf Spannung, daher ist das jetzt ein bisschen schwieriger, das macht aber nichts, denn diesen Teig decke ich gleich nochmal mit einer Folie ein. Und lasse ihn dann nochmal so 1-2 Stunden bei Zimmertemperatur ruhen. Und dann hat der Teig sich ganz locker nochmal so entspannt, dass ich ihn dann nochmal ein bisschen auseinanderziehen kann. Und das ist nicht nur bei dem Hefeteig mit der selbst hergestellten Hefe so, sondern bei jedem Hefeteig. Also macht euch da nicht verrückt, gebt ihm genügend Zeit. Das mit dem Fett macht euch keine Gedanken, da ist sehr viel diesmal zwar im Spiel. Trotzdem geht die Hefe sehr gut auf, denn die selbst hergestellte Hefe ist da ein bisschen robuster als diese industrielle, die ihr da im Supermarkt bekommt. So, ich bin da jetzt erst einmal fertig und nehme dann jetzt gleich eine ganz normale Frischhaltefolie. Wenn ihr ein Backblech habt, kann es sein, dass ihr da vielleicht so 2 Streifen für braucht. Und das gebe ich jetzt einmal so über die Auflaufform, dass der Teig nicht austrocknet. Es bleibt dann auch noch mal ein bisschen schön warm drin unter der Folie und das ist, was wir bei unserem Hefeteig ja immer brauchen. Wärme, kein Zug und nicht austrocknen. Zwischenzeitlich vermenge ich einmal das Wasser mit ein bisschen Öl. Das stelle ich mir dann einfach so zur Seite, bis dann der Teig soweit ist. Er hat sich jetzt hier auch noch mal gut vergrößert und das ist wirklich ein ganz tolles Rezept. Also das Verkneten des Teiges ging ja sehr schnell. Ihr habt gesehen, das waren wirklich wenige und einfache Zutaten. Dann habe ich es 10 Minuten mit der Küchenmaschine verkneten lassen. Das kann man nebenher machen. Der Teig hatte dann gut 24 Stunden Zeit zum Aufgehen bei Zimmertemperatur. Und das heißt, wenn ich das jetzt zum Beispiel mittags gemacht habe oder morgens, kann ich das am nächsten Morgen weiterverarbeiten. Lass ihn dann nochmal so 1-2 Stunden gehen. Während man dann zum Beispiel Mittag isst oder ähnliches, kann man den dann eben fertig machen und dann habt ihr spätestens zum Abendbrot ein leckeres Essen und das ist selbst gemacht und so lecker, wirklich fantastisch. Ich bin gespannt, wie es euch gelingen wird. Bei meinem Focaccia bin ich endlich soweit. Ich habe ihn jetzt noch mal ein bisschen auseinander gestreckt, habe noch mal mit den Fingern so kleine Löcher gemacht, verquirle dann noch mal das Wasser mit dem Öl miteinander und übergieße damit die beiden Focaccia.
Und das ist so ähnlich wie bei dem Fladenbrot mit diesen Löchern. Verlinke ich euch auch nochmal oben rechts. Ein ganz tolles, leckeres Rezept. Und auch diese Fladenbrote lassen sich ganz toll einfrieren. Die sind jetzt aber erstmal fürs Essen gedacht. Ich bestreue die mit ein bisschen Rosmarin und dann nochmal mit grobkörnigem Salz. Es gibt auch Varianten und das ist wirklich unterschiedlich von Region zu Region. Da kommen teilweise Oliven rein oder auch kleine Cherrytomaten oder ähnliches. Da könnt ihr wirklich eurer Fantasie freien Lauf lassen. Ich habe das jetzt erstmal einfach gehalten, weil Rosmarin hat man meistens da, Salz auch und von daher können das wirklich viele nachpacken. Guckt euch das Ergebnis an. Ist das nicht lecker? Und die waren auch wirklich fantastisch. Und ich habe das im vorgeheizten Backofen mit Ober- und Unterhitze bei 220 Grad ca. 20 bis 30 Minuten lang gebacken. Dazu habe ich noch eine Schüssel Wasser gegeben und das Focaccia beim Hineinschieben auch nochmal mit Wasser besprüht. Und ihr könnt es sehen, ich konnte es kaum schneiden, weil das wirklich gerade frisch aus dem Ofen kam. Das war unheimlich heiß, auch durch das Öl. Aber total lecker. Wir hatten das dann abends nochmal mit so ein bisschen Dip. Es reicht aber, wenn ihr vielleicht einen leckeren Salat noch habt mit ein bisschen Olivenöl. Wirklich fantastisch. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, solltet ihr das noch nicht gemacht haben und aktiviert die Glocke. Dann erfahrt ihr immer als erstes, sobald ein neues Video hochgeladen wurde. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder auch Wünsche habt, schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Ich bin immer für euch da und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Liebe Grüße, eure Emma.